Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich vorbereitet habe: A321XLR, vielleicht doch etwas für Lufthansa. Man rechnet nochmal nach in Frankfurt, ob es was bringt oder nicht. US-Haushaltssperre hat jetzt anscheinend doch Auswirkungen auf den Verkehr. Da werden, ja, ich sage jetzt mal 10%, glaube ich, oder sowas, lösen Chaos aus. Was kein Chaos auslöst, ist das Internet, wenn es funktioniert. Und da hat IAG, also das heißt British Airways, Iberia und wie sie alle heißen, einen Deal mit Starlink. Das soll kostenloses Internet für alle geben. In der Qantas Lounge ist eine Powerbank explodiert. Da war auch ein Passagier on fire, wie man es so schön im Englischen sagt. Ja, auch wieder spannend, was da passiert. Air France KLM macht einen Status-Match. Und wir haben ein Thema, das sind die US-Grenzbeamten, die durchsuchen Handys im Moment doch mehr als vorher. Aber ist das wirklich so ein Thema oder ist das wirklich so viel mehr? Schauen wir uns an. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich wie immer, kommt auf School, dann besprechen wir die Themen. Thema Nummer 1 ist die Lufthansa. Die Lufthansa prüft laut Handelsblatt 321 XLR für die Flotte. Und Carsten S. Spohr sagt, eher ein Nischenprodukt als ein Gamechanger. Hat ja eine Reichweite von 8.700 Kilometern in der A321 XLR und füllt damit halt die Lücke zwischen einem Mittel- und einem Langstreckenjet. Dieter Franks von der Lufthansa-Vorstand sagte intern, wir analysieren derzeit, ob wir dieses Flugzeugmuster Mehrwert für die Lufthansa-Gruppe schaffen können. United Airlines hat ja 50 Stück von den A321 XLR bestellt und möchte damit zum Beispiel eventuell auch Strecken aufnehmen, die sie früher ja mal bedient haben. Newark nach Hamburg, das wäre natürlich für die Lufthansa ein Thema, dass da Konkurrenz entsteht. Lufthansa fürchtet halt Zielkonflikt, die Airline lebt halt vom Umsteigeverkehr, während der 321 XLR, wie ihr seht, Direktstrecken fliegt. Das heißt also Hamburg-Newark und nicht dann erst Hamburg alles nach München oder nach Hamburg oder halt an welches Kreuz die Lufthansa gerade hat und dann in die Welt zu karren, sondern direkt zu fliegen. Und das wäre natürlich dann ein Problem. Und ein Insider sagte, Lufthansa wird hier im Zweifel lieber Fast Follower als First Mover sein. Gut, das ist ja bei Lufthansa immer so. Lufthansa ist ja eher immer eine Firma, die halt dafür bekannter ist, dass sie Dinge so umsetzt, wenn sie halt sich bewährt haben. Was ja nichts Schlimmes ist, das ist bei Apple ja auch so. Also wer Apple-Produkte hat, Apple hat ja auch ein iPod quasi als ein MP3-Player tragbar nicht erfunden. Aber sie haben es halt am besten gemacht. Gut, bei Lufthansa können wir natürlich darüber streiten, ob sie mal alles als nächstes machen. Potenzielle Nutzer im Konzern stellt sich natürlich auch die Frage, das wären Discover Airlines, Austrian Airlines, aber auch Brussels. Die wären da potenziell, Lufthansa eher selber nicht. Ja, soll Lufthansa auf den 321 XLR setzen oder gefährdet sie damit ihr bewährtes Drehkreuzmodell Hub and Spoke oder nicht? Also da könnt ihr ja gerne drauf antworten. Die US-Haushaltssperre hat jetzt Auswirkungen. Gestern hatten wir ja schon gesagt, ja, da passiert was. Aber dadurch, dass die Gehaltsplanungen wirklich fehlen, werden an 40 Flughäfen 10% Kapazitäten gesenkt. Shutdown ist seit 36 Tagen, ist halt der längste, 35 war ja der längste, jetzt 36, ist auch immer länger. Man appelliert an die Fluglotsen zur Arbeit zu kommen. Ja, aber wenn ich nicht bezahlt habe, will ich auch nicht zur Arbeit gehen. Über 44.000 Flüge täglich könnten betroffen sein. Lufthansa Condor haben bislang keine Streichung gemacht. Beobachten die Lage. Fluglotsen nehmen ja Nebenjobs an, um finanziell zu überlegen. Und das ist eine Katastrophe. Was super ist Starlink. Ich selber bin ja ein Freund von Starlink. Und wie cool und einfach das Ganze funktioniert mit Satelliten, hast du nicht gesehen. Und genauso hat sich IAG mit British Airways, Iberia, Level, Aer Lingus, Vueling dort gemeldet haben. Bis 2026 wollen sie, oder beziehungsweise ab 2026, gratis Internet bringen mit Starlink zusammen. Die Pressemitteilung von Iberia liest sich wie folgt. Das System bietet Internet wie zu Hause, kostenlos in allen Kabinenklassen. Geschwindigkeit bis zu 450 Mbits im Download, 70 Mbits im Upload, das ist schon okay. Abdeckung weltweit, aber auch über den Polen, was ja bei einigen Systemen ein Problem ist. Schrittweise Installation während der Wartungszyklen, vollständige Umrüstung dauert natürlich mehrere Jahre, ist ja klar. Loch einschneiden und so weiter, muss halt machen.
Und Ziel ist halt ein einheitliches Wi-Fi-Erlebnis in allen Klassen, in der Economy, Premium Economy und auch in der Business Class. Ist für euch Internet wirklich auch so wichtig, wie es für mich geworden ist? Also ich fühle mich teilweise jetzt mittlerweile doch ohne Internet relativ kastriert, weil ich gar nicht diese Filme an Bord gucke. Ich erwische mich dabei, dass ich zum Beispiel bei Flight Radar gucke, wo wir wirklich sind, ob die Karte im Flugzeug da stimmt. Dann fällt mir auf, dass da zum Beispiel Diskrepanzen sind zwischen der Ankunftszeit bei Starlink, sag ich schon, bei Flight Radar und beim Flugzeug selber. Das relativiert sich dann immer. Manchmal ist der eine besser, manchmal der andere. Ist halt sehr, sehr spannend an dieser Stelle, weil ich halt dann halt gerne surfe und gar nicht da das Entertainment-Angebot anschaue. Deshalb wäre für mich die klare Antwort, mir ist lieber ein Internet als das Entertainment-System. Ich könnte sogar darauf verzichten, ehrlicherweise. Ja, wo viele auch nicht darauf verzichten können, ist eine Powerbank. Die ist bei den Leuten mittlerweile ein Muss, bei so vielen elektronischen Geräten. Aber in der Qantas Lounge in Melbourne explodierte eine Powerbank in der Hosentasche eines Passagiers. Der Mann fing Feuer, 150 Gäste evakuiert, leichte Verbrennung an Beinen und Fingern. Augenzeuge sagt, seine Jacke fing Feuer, Rauch und Gestank waren so stark, ich hoffte, dass es dem Mann gut geht. Qantas überprüft nun Regeln für Powerbanks. Auch Virgin Australia hat bereits nach ähnlichen Zwischenfällen strengere Regeln gemacht. Wir wissen ja von Emirates zum Beispiel strenge Regeln. Experten fordern Zertifizierungspflicht, um Billigakkus von Temu und Alibaba halt zu stoppen. Weil das sind diese Dinge, die halt wirklich Probleme bereiten, diese ganzen billigen, die nicht zertifiziert sind und die dann quasi in irgendeinem Hinterhof, ich sage jetzt mal provokativ, in China gebastelt werden, die natürlich dann dazu, ich sage jetzt mal, neigen. Weil ich weiß nicht, habt ihr einen Fall gehört, wo eine von den Anker Powerbanks oder von den anderen Powerbanks explodiert ist? Sehr selten. Also ich habe nur gesehen, zum Beispiel es war ein Google Phone, das Pixel oder was dann explodiert ist. Aber da hat jemand halt das in so einem Bending-Test den Akku beschädigt. Klar, dann ist das logisch. Deshalb die Frage für euch: Sollte es weitere Pflicht zur Zertifizierung für die Powerbanks geben, um solche Vorfälle zu verhindern? Da bin ich mal gespannt. Ein Thema, was wir natürlich mögen, ist Statusmatch bei Air France. Da ist es so, dass man jetzt die Statusmatch-Angebote erweitert hat auf andere Länder. Wenn ihr noch nicht da zugeschlagen habt oder in einem Land wart, was noch nicht auf der Liste ist, Kanada, Indien, Mittlerer Osten, Afrika, China, Hongkong, Taiwan, sind jetzt neu. Da könnt ihr mit Dutzenden Airlines, MySummer Advantage, Emirates, Skywards, Qatar Privilege Club dort antreten. Volare gilt nicht mehr aus Italien, aber weiterhin natürlich für die Miles & More Mitglieder. Ihr bekommt die Status Level Silber, der ist normalerweise 100 XP, dann Gold 180, Platin 300 XP und Ultimate 900 XP, die ihr braucht, also UXP, das sind ja diese nur auf KLM Air France Flügen. Damit bekommt ihr halt wirklich bevorzugtes Boarding, Check-in und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und man möchte damit halt neue Zielgruppen in Wachstumsmärkten bekommen. Kanada, gut, Wachstumsmarkt, okay, aber Indien und Afrika kann ich verstehen. Denkt ihr an so ein Statusmatch oder nicht? Ist das für euch eine Option? Habt ihr das schon gemacht? Und wer profitiert wirklich von diesen Statusmatches? Sind wir das als Passagiere oder sind wirklich die Fluggesellschaften, die da partizipieren und mehr Gäste bekommen? Also, oder Opportunisten. US Border Agents haben beim letzten Thema das Sagen, und zwar, das haben sie ja immer bei der Einreise, und die durchsuchen mehr Handys denn je. 17% mehr Handydurchsuchungen an US-Grenzen mehr als im Vorjahr. Krasse Nummer. Klingt auch gut, die Zahl, wenn man so hört, oh, mehr, 55.000 Geräte. Natürlich ist es so, dass man dort verschärfte Sicherheitsprüfungen macht durch die US-Behörden. Einige Reiseberichten, sie seien wegen so Social-Media-Posts über Trump oder J.D. Vance abgewiesen worden. Aber die Border Police Sprecherin sagte Folgendes, ich zitiere, nur 0,01% aller Reisenden sind betroffen. Das ist konsistent mit dem Trend seit 2021. US-Recht erlaubt es Grenzbeamten, Telefone, Laptops, Kamera ohne richterlichen Beschluss zu durchsuchen. Datenkopien sind allerdings nur erlaubt bei Reasonable Suspicion. Auch US-Bürger dürfen durchsucht werden, wenn sie das Land wieder betreten. Die ACLU, das ist so eine Vereinigung für Zivilrecht und so weiter, die sagen, Bürger müssen nur Fragen zur Identität und Staatsbürgerschaft beantworten, sonst droht Verzögerung. Also insofern da
das Ganze mal eingeordnet. Also 0,001%, habe ich es richtig? Nee, 0,01% sind betroffen von solchen Untersuchungen. Ja, soll man überhaupt noch mit privaten Smartphone in die USA reisen? Ich habe alleine hier warum ist denn das Licht hier an? Das Licht ist an. 3 Telefone, machen wir mal aus, weil sonst ist die Batterie bald tot. Hier ist die Taste, also 3 Telefone. Und oder sollte man halt ein Cleanphone nehmen, einfach eins, was man vorher einfach leer gesaugt hat. Da solltet ihr einmal berichten. Ja, ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und denkt an die Fragen des Tages. Einmal 321XR, sollte Lufthansa Group mit den 321XR anfangen, den zu fliegen? Und die andere Frage, die wir machen, die finde ich nämlich auch wichtig, das ist mit dem Internet. Seid ihr bei dem Internet auch so davon angetan? Bedeutet kostenloses Starlink Wi-Fi das Ende teurer Bord-Internet-Tarife oder steckt dahinter nur ein Marketing-Gag? Also, ich freue mich. Bis dann und bis zur nächsten Sendung. Also, bis dann. Ciao, ciao.